Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Global Podcast. Heute mit den ganz spannenden Themen, und zwar die Rolle von Frauen im Bauwesen. Als Einstieg habe ich mir hier ein bisschen was überlegt, und zwar häufig ist es ja so, wenn man Frauen auf Baustellen sieht, dann, ja okay, das entspricht nicht so dem typischen Bild. Man ist es ja häufig gewohnt, Bauarbeiter, Männer auf Baustellen zu sehen oder gar sogar als Geschäftsleitung einer Firma in der Baubranche. Und häufig ein typisches Klischee, das selbst heute noch verbreiteter ist, als man meinen möchte. Und genau in dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit unserem Interviewgast, und zwar der Melanie Weidmann, die nicht nur als Bauingenieurin und Projektmanagerin arbeitet, sondern auch die Geschäftsführung der Meyer-Berle GmbH innehat, heute über dieses Thema Frauen im Bauwesen sprechen. Über ihre Erfahrungen, allgemein über die Rolle von Frauen im Bauwesen. Und in diesem Sinne, Melanie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Daniel, ich freue mich sehr. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Steigen wir direkt ein, Melanie. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Melanie, ich bin Bauingenieurin mit Spezialisierung auf Projektmanagement, arbeite in meinem Job als Projektleiterin und führe seit ein paar Jahren meine Firma Meyer-Berle GmbH, das ein Projektmanagementbüro ist. Sehr cool, sehr schön. Also, Bauingenieurwesen vom Background her, Studium und jetzt dann auch Projektmanagement. Was dann natürlich immer so ein bisschen interessant ist, okay, was war denn deine Motivation, auch das Bauingenieurwesen zu beginnen? Viele sagen ja immer, okay, meine Eltern oder aus dem Familienumfeld, da sind auch welche Architekten oder Bauingenieure gewesen, und das hat mich dann dazu auch bewogen. Wie war es denn bei dir? Also tatsächlich ist es so, dass mein Vater Architekt war, aber er hat immer gleich gesagt, wenn ich Architektin werde, dann werde ich enterbt. Also von dem her war da eher der Wunsch nicht, dass ich in die Baubranche komme, aber es gab immer so eine Grundfaszination Baustelle. Es ist immer viel los und ich fand immer diese Abläufe total spannend. Und nach dem Abitur habe ich dann ein Dreivierteljahr als Praktikantin, als Maurerin auf einer Baustelle gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also Maurerin jetzt nicht ganz, aber ich will doch auf der Baustelle bleiben und habe mich dann entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren und habe dann aber gefunden, dass es da auch eine Vertiefung gibt mit dem Projektmanagement. Und genau da war dann meine richtige Rolle, wo ich aufgehe. Mhm. Ja, führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Warum Projektmanagement? Wie kommt man denn dazu? Also das Spannende am Projektmanagement ist, dass wir ja für das gesamte Projekt zuständig sind. Also wir sind ja auf der Bauherrenseite und das heißt, wir haben den Vorteil, wir können vom Beginn eines Projektes dabei sein, von der ersten Idee am besten. Auf der grünen Wiese können wir den Bauherrn begleiten. Und wir haben jetzt nicht nur die technischen Aspekte, die jetzt eine Bauingenieurin kann, Rechnen, Statik und so weiter, was da alles dazugehört, sondern wir kümmern uns auch um die tatsächlichen Management-Aspekte, Vertragsmanagement, Kostencontrolling, Terminplanung. Und dann dadurch, dass wir ja sozusagen im Schmelztiegel des Teams sind, von Architekten, Fachplanern und Bauherren, haben wir natürlich auch eine ganz große menschliche Komponente, die das sehr, sehr spannend macht. Und gerade im Hochbau haben wir immer wieder neue Herausforderungen, die mich da einfach faszinieren. Mhm. Sehr schön. Also Projektmanagement, klar, diese Interaktion mit mit vielen verschiedenen Gewerken, aber auch Personen, also auch diese menschliche und kommunikative Komponente ist hier sehr stark ausgeprägt. Wenn du jetzt schon von den Herausforderungen sprichst, was sind denn so die typischen Herausforderungen im Projektmanagement? Also grundsätzlich hat ja jedes Projekt seine Herausforderung. Also man muss schon gucken, dass jeder gehört und gesehen wird. Wir haben natürlich die Befindlichkeiten des Planerteams, das ja immer aus Architekt besteht, und den Fachplanern. Auch zwischen denen läuft nicht immer reibungslos. Da müssen wir immer ein bisschen schauen, dass
ja, man da ein bisschen auch coacht oder ein Mentor, also nicht ein Mentor darstellt, aber wir Mediatoren sind. Und dann auf der anderen Seite sind es die Bauherren. Und jeder glaubt, Bauen ist einfach, weil man sieht's ja andauernd und jeder kann auch zu Hause was bauen. Aber Bauen ist halt doch noch ein bisschen schwerer, also also auf der Baustelle. Und Verständnis zu schaffen zwischen dem, was die Architekten oder die Planer vom Bauherrn verlangen als Entscheidung oder Verständnis und das, was der Bauherr ihnen sagen will, da funktionieren wir ganz oft auch als Übersetzer einfach, um einfach das Wording auch verständlich zu machen. Mhm. Ja, gutes Stichwort. Auf Instagram, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kernthema von heute. Auf Instagram hast du ja auch einen eigenen Kanal, und zwar Frauen im Bauwesen, und dort beschäftigst du dich auch mit dem Thema Frauen im Bauwesen. Erzähl doch mal so ein bisschen was von dieser Idee, wie es zu da eben gekommen ist und was so dein Antrieb ist, diesen Kanal zu betreiben. Also man sieht sehr wenige Frauen grundsätzlich auf der Baustelle draußen und insbesondere noch weniger in Führungspositionen. Also es gibt ja diesen Hashtag, vielleicht kennst du ja den Women in Male Fields. Da sind ganz viele Frauen in Männerberufen auch repräsentiert, aber hauptsächlich sind es jetzt mittlerweile Handwerkerinnen. Also Dachdecker, Maurer, Zimmererinnen und aber so die Planerinnen, Bauingenieurinnen, Projektleiterinnen, die fehlen irgendwie. Und das ist eigentlich mein Antrieb, uns sichtbarer zu machen und aufzuklären, mit Problematiken umzugehen und zu inspirieren und einfach auch Mut zu machen, dass man den Schritt geht tatsächlich. Mhm. Okay, jetzt hast du auch schon von Problemen gesprochen. Inwieweit stoßen denn die Frauen in diesen Positionen eher auf Probleme als jetzt zum Beispiel die Männer? Und es fängt schon damit an, dass wenn man auf die Baustelle geht, dass man richtig eingeordnet wird. Das ist die große erste Herausforderung, die man hat. Also grundsätzlich gibt es ja auch so immer diese typischen Klischees. Also erstens mal wird erstmal mir unterstellt, ich bin nicht die Projektleiterin. Also ich bin oft die Assistentin des Architekten, die Sekretärin, also irgendjemand, aber sicher nicht die Projektleiterin oder die Bauherrenvertreterin. Das ist so die erste große Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, die wir dann haben, ist dann, wenn dann die Position geklärt ist, bedeutet das aber nicht, dass man uns zutraut, dass wir das können. Und damit Wissen und Kompetenz zu brillieren, ist schon immer herausfordernder als Männer. Also ich sehe das auch beim Mitarbeitern. Wenn der Mitarbeiter auf die Baustelle geht, dann ist das viel easier, wie wenn jetzt ich oder meine Mitarbeiterin auf die Baustelle gehen. Mhm. Und wie kann man denn da als Frau reagieren oder wie sollte denn dort das Auftreten sein? Das ist ja mit Sicherheit auch etwas, worüber du in deinem Instagram-Channel sprichst oder auch präsentierst. Hey, das sind meine Empfehlungen für dich, wenn du dich in so einer Situation befindest. Also grundsätzlich rate ich jedem erstmal gerade stehen, aufrecht, also Schulter nach hinten, Brust raus, Kopf nach oben. Das hilft erstmal als Standing dazustehen. Und meistens bleibe ich einfach cool, lächel, wenn die Situation gut ist, dann gibt's vielleicht auch mal einen flotten Spruch von mir zurück, je nachdem. Ansonsten ist meine Devise lächeln, cool bleiben und ganz locker sagen, nee, sorry, ich bin die Bauherrenvertreterin, die Assistentin kommt vielleicht nachher oder so. Das versuche ich dann immer, je nach Situation locker zu nehmen. Mhm. Also eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, das wichtig ist, um an den Tag zu legen. Kannst du dich vielleicht noch an eine bestimmte Situation erinnern, diese Situation, okay, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt die Bauherrenvertretung ist oder diese Projektleiterin, und wie du dann hier reagiert hast, um dir gewissen Respekt, aber auch eine gewisse Autorität zu verschaffen? Ja, erst neulich hatte ich ein Projekt fast fertig. Es war eine Bildungseinrichtung. Und in Bildungseinrichtungen, das ist auch ein Klischee, ich weiß, es sind aber oft Sekretärinnen anwesend. Es gibt selten Sekretäre.
Und ich kam aus der Bildungseinrichtung raus, und dann kommt der Postbote zu mir und meint zu mir, ja, können Sie mir sagen, wo ich das Paket hinstellen kann? Sie sind doch sicher die Sekretärin auf dieser Baustelle. Und dann habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, die sitzt oben. Ich bin hier nur der Bauherr. Also das war so eine Situation, wo ich so irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass ich jetzt das bin. Ansonsten ist es oft so, da war ich neulich unterwegs mit einem Architekten. Wir hatten einen Termin auf der Baustelle mit einem Unternehmer. Der Unternehmer kannte mich nicht, wusste nicht, dass ich die Bauherrenvertreterin bin. Und es ist ja, also wir haben ja natürlich auch so eine bisschen Gentleman-Kultur auf der Baustelle. Man hebt dann der Frau noch die Türe auf und ich bin dann so durchgelaufen und 2 Schritte, aber dann hinter dem Architekten, weil er wusste, wo es hingeht. Und dann hat man mir nicht zuerst die Hand gegeben, sondern dem Architekten. Und dann hat der andere mich so links liegen lassen. Und dann habe ich dann einen Schritt zur Seite getreten, die Hand ausgestreckt und da sagte dann, Waldmann, mein Name, ich bin die Bauherrenvertretung. Das Gesicht hätte man dann auch sehen können. Also er war dann leicht peinlich berührt, dass ich dann doch die wichtigere Person in dem Fall war. Mhm. Okay. Und was löst das in dir denn aus, wenn das immer noch so manchmal auftritt oder generell auftritt? Was macht es mit dir? Ich finde es schade, dass man tatsächlich aufgrund meines Äußeren als Frau, als vielleicht auch junge Frau, gleich Rückschlüsse zieht. Also es ist oft finde ich es einfach schade. Manchmal finde ich es auch wirklich nervig, wenn ich mich dann jedes Mal neu vorstellen muss, wer ich eigentlich bin. Aber es führt auch dazu, dass ich jetzt diesen Instagram-Kanal mache und sage, wir müssen einfach noch lauter werden. Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen? Was wären denn so 3 wichtige Dinge, die du jetzt an Frauen weitergeben würdest? Also eines hast du schon so ein bisschen erwähnt, selbstbewusst abhaken und sagen, hey, ich bin jetzt diese und jene Person. Gibt es noch so andere Punkte, wo du sagst, hey, das würdest du auf jeden Fall jeder Frau mit auf den Weg geben als Ratschlag? Selbstbewusstsein ist wirklich ein guter Punkt. Und dann auch Coolness. Das ist auch wichtig. Ich weiß, dass wir Frauen oft auch, vielleicht dann auch manchmal dann uns relativ schnell angegriffen fühlen. Das passiert. Und da muss man aber auch drüber stehen. Manche Männer meinen das gar nicht so böse, wie es vielleicht rüberkommt. In meiner Branche bin ich andauernd, würde ich sagen, mit Mansplaining konfrontiert. Das ist aber, glaube ich, nicht immer Absicht, sondern das ist einfach vielleicht auch dem Alter geschuldet oder weil sie es mir jetzt halt einfach erklären wollen. Da muss man einfach cool bleiben, zuhören. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Ratschlag. Und manchmal abwarten. Auch das ist so eine Sache. Wir Frauen oder ich auf jeden Fall bin eine, die gern anpackt und dann organisiert und dann schreibe ich meine To-Do-Listen und will einfach vorantreiben. Und manchmal ist es einfach mal wichtig, einen halben Schritt zurückzugehen, sich das anzugucken, die Männer auf der Baustelle mal machen zu lassen, auch wenn wir vielleicht einen anderen Plan haben. Aber unser Plan kommt dann schon noch. Immer mal auch ein bisschen abwarten und sich nicht gleich in vorderster Front dann aufdrängen sozusagen. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Man kennt es, Baustelle, allgemein Bauwesen, eine sehr männerdominierte Branche, vor allem wirklich dann Direktanbau. In der Planung habe ich zumindest den Eindruck, und ich glaube, das bestätigen auch einige Studien, dass da jetzt immer mehr und mehr Frauen auch hinzukommen. Aber vielleicht nochmal zurückgehend darauf hin, was glaubst du denn, wo kommen denn diese Vorurteile her, diese typischen Klischees, noch so aus der Vergangenheit oder hat das andere Gründe? Ich glaube tatsächlich, dass es aus der Vergangenheit herkommt. Also grundsätzlich entstehen ja Vorurteile immer dann oder Klischees, wenn man etwas nicht kennt. Und dass Frauen auf der Baustelle sind, ist ja noch nicht so lange. Also auch die Handwerkerinnen, natürlich gab es die auch mal vor 20, 25 Jahre, aber so in der Masse noch nicht. Und Bauen ist schon sehr traditionell noch. Also ja, in der Planungsbranche stimme ich dir vollkommen zu. Da sind jetzt schon es sind mehr Frauen unterwegs. Aber
sie kommen nicht oft aus dem Büro raus. Also auf die Baustelle, der Schritt zur Bauleiterin ist dann schon seltener. Die gibt's jetzt manchmal, also gibt's jetzt auch schon ab und zu, aber sie sind einfach oft im Büro. Und deswegen kommen auch diese Vorurteile, glaube ich, warum sie nicht rausgehen, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch teilweise an den Arbeitgebern liegt, aber ich glaube, es kommt tatsächlich auch aus der Historie. Mhm. Okay, alles klar. Und wie denkst du, hat sich denn die Sicht auf Frauen im Bauwesen denn in den letzten, also vor allem jetzt auf der Baustelle, in den letzten Jahren entwickelt? Hast du da zumindest einen positiven Trend für dich entdecken können, dass sich das, ja, dass das mehr zur Selbstverständlichkeit geworden ist, oder denkst du, okay, wir leben immer noch so wie Jahrzehnte zuvor? Also ich merke einen Generationswechsel tatsächlich, also im Mindset vor allen Dingen. Also es kommen ja auch junge Männer auf die Baustelle mit. Also klar, die nächste Generation an Planer und so weiter kommt auf die Baustelle und die haben ein ganz neues Mindset. Also da muss man sich nicht gleich beweisen mit Wissen und mit allem drum und dran, sondern da sagt man, okay, cool, das ist jetzt eine Frau. Alles klar, das ist die Bauherrenvertreterin, ist in Ordnung und dann sind wir ein Team. Ähm, Wenn man noch mit dem älteren, gestandeneren Männern arbeitet, dann ist es einfach anders. Und dort sind noch viel mehr Klischees. Und man merkt aber auch mittlerweile, es gibt ja leider auch immer noch Männer, die sich manchmal im Ton vergreifen, auch böse, blöde Sprüche bringen. Und da hat sich jetzt mittlerweile entwickelt, dass dann die anderen Männer dann diesen Mann in zurechtweisen. Also nicht, weil ich das nicht selber könnte, sondern weil es ihnen dann einfach auch persönlich gegen den Strich geht und sagen, nee, so spricht man bei uns nicht mehr mit Frauen. Und das ist in den letzten Jahren hat sich das gewandelt, ja. Mhm. Okay, alles klar. Gut, du bist ja Projektmanagerin, Projektleiterin gewesen, jetzt seit einer gewissen Zeit auch Geschäftsführerin, also du bist hier in der Hierarchieebene weiter aufgestiegen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es denn dazu gekommen ist, okay, so eine Karriere hinzulegen. Projektmanagement, Projektleiterin hin zur Geschäftsführung. Also ich habe früher in verschiedenen Firmen gearbeitet und bin dann 2006 hier in die Firma Mayr-Berle eingestiegen. Das lag jetzt historisch bedingt daran, dass mein Vater dieses Büro mit seinem Partner, mit dem Herrn Berle, gegründet hatte. Und aber als reines Architekturbüro. Und 2016 ergab sich das, dass wir eine Symbiose entwickeln konnten. Es gab ein gutes Projektmanagement-Projekt. Und mein Vater hat gesagt, du, Melanie, du hast doch die Kompetenz, du hast das studiert. Hast du nicht Lust, das für uns zu übernehmen? Und dann habe ich das gemeinsam mit der Firma gemacht und war wirklich sehr erfolgreich. Und dann haben wir uns entschieden, okay, ich habe jetzt die Chance, dieses Geschäftsfeld des Projektmanagement aufzubauen in der Firma und habe das dann 7 Jahre lang gemacht als ganz normale Mitarbeiterin mit Support des ganzen Büros natürlich und der Erfahrung der beiden Geschäftsführer. Und irgendwann kam der Moment, wo man sich dann überlegt hat, wie erfolgreich sind wir als Projektmanager? Übernehme ich das Geschäft oder gehe ich woanders hin? Und dann haben wir uns gemeinsam entschieden, das Projektmanagement ist die Zukunft. Und dann habe ich 2023 sind beide Partner in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich habe die Geschäftsführung dann übernommen. Okay, alles klar. Und sobald man ja auch in die Geschäftsführung hineingeht, ändert sich ja vor allem das Aufgaben- und Verantwortungsfeld. Was ist neu hinzugekommen und was ist das, was du jetzt zum Beispiel nicht mehr machst, was du früher beispielsweise gemacht hast? Also neu hinzugekommen ist natürlich das Personalmanagement. Also alles, was da dazu gehört, Förderungskonzepte, Erarbeiten von Personalsuche, Personalstrategien zu entwickeln. Natürlich auch so ganz banale Dinge wie Buchhaltung ist dazugekommen. Was dafür entfallen sind, also ich gehe jetzt, also
ich schreibe jetzt nicht mehr viele Protokolle. Das machen tatsächlich entweder eine KI oder meine Mitarbeiter. Und ich habe auch natürlich jetzt Projektmitarbeiter, die auf der Baustelle sind. Und ich bin dann meistens beim Bauherrn dann direkt, übernehme die Strategie, Meetings, weil ich schaue auch noch, dass ich regelmäßig auf der Baustelle bin, einfach um dann Feeling für die Projekte zu haben, ja. Mhm. Okay. In der Zeit hast du ja mit Sicherheit auch sehr viel an neuen Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnen. Was würdest du sagen? Was waren denn so deine Top 3 größten Learnings in der Rolle als Geschäftsführerin, wo du bist? Oh, da habe ich viel gelernt in den letzten Jahren. Oh Gott, meine Top 3. Also also mein größtes Learning ist, ich bin Dienstleister an meinen Mitarbeitern. Tatsächlich. Ich muss dafür sorgen, dass die ein gutes Arbeitsumfeld haben, dass sie ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen können. Also so sehe ich das. Und das bedeutet, dass wir gucken natürlich, dass die Arbeitsplätze passen. Also für jeden, also sind die kleinen Dinge, hat jeder seinen Kugelschreiber, aber natürlich auch die großen Dinge, Potenzialförderung, mal ein offenes Ohr haben, Kaffee trinken, zuhören und das alles in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Also ist ein Ding, was mir einfach persönlich sehr wichtig ist, meine Mitarbeiter, weil das ist einfach meine Basis, die ich habe. Und mit denen steht und fällt alles. Das zweite Learning ist, dass ich gebe. Also wenn man vorher Projektleitung ist, dann ist man ja für alles im Detail verantwortlich. Und jetzt habe ich ja mein Team, das hinter mir steht und die können das auch. Und da muss man einfach auch mal sagen, okay, das läuft, Schritt zurückgehen. Die machen das vielleicht ein bisschen anders als man selber, aber es läuft und es funktioniert auch. Das ist so eine zweite Sache. Und die dritte Sache ist auch, das Handy mal dann abends wegzulegen. Also nicht immer die Mails zu checken, Wochenende versuchen, wenigstens mal den Sonntag sein zu lassen, Zeit für die Familie zu haben und Arbeit sein zu lassen, ja. Mhm. Daran arbeite ich Ja. aber noch. Ja. Ja, kenne ich nur allzu gut, auch mal abschalten zu können oder zumindest auch irgendwie so einen Ausgleich neben der Arbeit zu finden. Ja, das kennen, glaube ich, viele in dieser Position und ja, gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja, das stimmt. Okay, alles klar, super, vielen lieben Dank. Wir haben ja so ein bisschen jetzt auch so ein bisschen über die Frau im klassischen Bauwesen gesprochen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in so typische Führungspositionen. Also gibt es so aus deinen Erfahrungen häufige Missverständnisse oder Vorbehalte gegenüber Frauen in Führungspositionen, gerade im Bauwesen? Wie gehst du denn damit um? Also grundsätzlich glaubt man immer, also bei mir ist es jetzt in dem Fall so, dass hinter mir noch ein Chef steht. Also wenn ich dann sage, ja, ich bin die Geschäftsführung von Meyer Berle, dann kommt er auf die Frage, ja, aber Sie machen das ja nicht allein, oder? Und dann sage ich, doch, ich bin alleine. Und dann heißt ja, aber wo sind denn die Senioren? Die kommen doch noch, oder? Und dann sage ich, nein, die sind raus. Also das ist oft so eine Sache, wo ich feststelle, man glaubt nicht, dass eine Frau alleine ein Business führen kann oder ein Business in dieser Branche führen kann. Ich sehe das auch bei anderen Frauen, wo ich dann treffe bei Wirtschaftstreffen oder ähnliches. Es kommt schon immer die Frage, und wer ist noch dabei? Das finde ich sehr erstaunlich, dass man uns das nicht alleine zutraut irgendwie. Ja, ja. Und du gehst dann in der Situation dann so damit um, dass du einfach die Tatsachen auf den Tisch legst und sagst, hey, es ist halt so, ich bin in der Position und ich bin alleine für letztendlich unser Unternehmen und für diese Projekte verantwortlich. Genau. Also ich weiß, also ja, es kommt die Herren sind dann immer sehr erstaunt wirklich. Also sie müssen sich dann schon wirklich zusammenreißen, wenn man dann so wirklich sehr cool dasteht und sagt, ja, da gibt's halt keinen mehr. Aber ich muss ja auch nicht dahinter halten. Ich warte nur immer auf den Anruf, als wenn man mich vielleicht irgendwann mal anruft und sagt, sie wollen mit dem Chef sprechen und mich dann ans Telefon bekommen. Ich glaube, das wird dann noch eine gute Situation irgendwann. Aber ja. Mhm. Ja, okay, alles klar. Gut.
Ähm, so viel dazu. Vielleicht so ein bisschen auf diese Herausforderungen, was Frauen in der Baubranche betrifft. Also ich kann mir vorstellen, einmal so diese Anerkennung, aber auch diese Selbstverständlichkeit ist noch nicht da, dass Frauen auch solche Positionen oder solche Rollen einnehmen können. Was siehst denn du da für die größten Herausforderungen, was Frauen in der Baubranche anbelangt? Also ich glaube, also das hat natürlich jetzt auch was mit einem Klischee zu tun, aber oft sind wir, also Frauen sind auch Mütter, und da haben wir immer noch das Thema Familie und Beruf und Vereinbarkeit. Und ich glaube, in vielen Positionen ist es so, oder in vielen Köpfen, auch von Chefs und von Unternehmen, dass Frauen nur eine Projektleitung machen können oder Personen eine Projektleitung machen können, wenn sie Vollzeit arbeiten. Und das sehe ich eben nicht so. Ich glaube, gerade unter anderem Frauen sind wahnsinnig gut in der Organisation und im Zeitmanagement. Und aus meiner Sicht sind Projekte durchaus auch durch Teilzeitkräfte zu leiten und zu führen. Und ich glaube dafür, das ist eine der größten Herausforderungen, denn auch in der Baubranche haben wir ein akutes Fachkräftemangel, auch in Führungspositionen wie Projektleiter. Und ich glaube, ein großes Klischee ist, dass wir Frauen das gar nicht schaffen können. Also wenn ich schon höre, auf der Baustelle Architektin, Bauleiterin, und die sagt, ja, ich bin nur von Montag bis Donnerstag 8 bis 15 Uhr oder 16 Uhr erreichbar, weil sie freitags frei hat. Warum auch immer, ist ja vollkommen legitim. Dann heißt, oh ja, okay, gut. Und dann passiert Folgendes, es wird immer der Chef angerufen. Immer. Nie die Bauleiterin, sondern immer der Chef. Warum auch immer, weil sie halt freitags nicht da ist. Aber es ist egal, ob Montag bis Mittwoch. Und ich glaube, da ist unser Job, umzudenken. Wir müssen nicht immer 24/7 da sein. Und ich glaube, Bauleiter, Projektleiterinnen, dieser Job ist auch in Teilzeit und vor allen Dingen als Mutter auch umsetzbar und möglich. Mhm. Okay, also auch mehr Verständnis dafür aufbauen, dass das auch in einer, sagen wir mal, anderen Arbeitszeit bewältigt werden kann, diese Aufgaben. Das wäre seine Meinung. Okay, das wäre so deine Meinung nach, wie man diese Hürden angehen könnte. Ja, absolut, weil man muss ein Mindset tatsächlich einfach ändern auf der Baustelle. Und da sind wir tatsächlich alle gefragt, dieses Mindset nicht immer wieder neu zu bedienen. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Projektleitung hast du mal gearbeitet. Ich war ja auch mal auf der planerischen Seite und auch auf Baustellen. Und mich würde da jetzt einfach mal so aus deinem praktischen Einblick interessieren. Was war denn so eines deiner Projekte, die besonders herausfordernd waren, wo du aber auch gerne zurückblickst, weil du hier besonders viel Verantwortung übernommen hast? Also total spannend war eine Tiefgaragensanierung, tatsächlich im Teilbetrieb, die wir durchgeführt haben. Wir hatten natürlich da zwei Herausforderungen. Das eine war Corona, das hatte dann jeder ja auf der Baustelle. Wie konnte man Baustellen in Corona-Zeiten managen und das auch noch termingerecht? Die zweite Herausforderung war aber tatsächlich die Teilinbetriebstellung der Tiefgarage. Wir hatten hier eine dreistöckige Tiefgarage und wir haben sozusagen oben asphaltiert und unten geparkt. Also oder auch andersrum. Und das war super spannend, weil jeder hat gesagt gehabt, das kriegt ihr nicht hin. Das schafft ihr nicht. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Und auch die aus dem Team waren sehr skeptisch, aber ich habe gesagt, wir müssen das machen. Wir haben keine andere Chance. Wenn wir die Tiefgarage stilllegen, haben wir nicht nur monetäre Ausfälle für den Bauherr, sondern wir schaffen es einfach auch zeitlich nicht. Ich meine, das ist Innenstadtlage gewesen, prädestiniert, Verkehrsknoten, also da darf keine Baustelle lange stehen. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt als Team und haben wirklich dann nochmal innovativ gedacht, haben Workshops abgehalten, wie wir das wirklich gut strukturieren können, haben fast einen Lean-Plan aufgestellt, dass wir wirklich sauber durchtakten, wann kommt der Asphaltmischer, wann kommt die Einbautruppe, wie wird es getaktet. Und da saßen wir wirklich alle in einem Boot und da hat man einfach gemerkt, wenn man da den Team Spirit
anstachelt und sagt, wir sind ein Team, wir haben ein Ziel und das jeder verinnerlicht hat, dann funktioniert das auch. Und dann haben auch wirklich alle mitgezogen und wir waren in der Zeit, wir waren in den Kosten und das trotz all diesen wahnsinnigen Herausforderungen von Corona, das war super cool. Und da habe ich einfach auch Teamgeist erfahren und das war wirklich gut. Mhm. Also da sieht man auch, dass Bauprojekte durchaus innerhalb von Kostenrahmen, als auch innerhalb der Zeit fertiggestellt werden können. Ja. Ja, das ist durchaus möglich. Also es ist möglich, ja, weil man berichtet ja häufig in den Medien oder wo man auch immer schaut, dieses Projekt verzögert sich jetzt um Jahre. Oder ich habe ja auch in meiner Podcast-Folgen ja auch über den BER-Flughafen gesprochen, der sich um mehrere Jahre und auch um Milliarden verteuert hat. Und ja, aber es gibt Projekte, wie auch deines zum Beispiel, und die zeigen, hey, es geht und es ist möglich. Ja, man muss sich hier einfach nur mal richtig zusammensetzen mit den Leuten. Sehr schön. Biegen wir so ein bisschen zur Ziellinie ein. Und zwar, anfangs habe ich dich ja gesagt, hey, was würdest du allgemein Frauen, die im Bauwesen sind, mit auf den Weg geben? Und jetzt viele hören ja auch den Podcast an, die jetzt mit dem Bauwesen vielleicht noch ein bisschen am Anfang der Karriere sind oder noch ein bisschen weniger Berührungspunkte haben. Was würdest du denn grundsätzlich jungen Frauen raten, die sich für eine Karriere in der Baubranche interessieren? Mutig sein. Einfach machen. Also tatsächlich, geht raus, habt keine Angst vor den Männern. Sie machen auch nichts anderes wie wir. Also sie kochen auch nur mit Wasser, wie man so schön sagt. Wir sind viele, wir sind unsichtbar noch, aber wir sind alle da und Frauen auf der Baustelle, die supporten sich auch gegenseitig und geht raus, seid mutig. Wir haben einen Generationswechsel auf der Baustelle, der für uns gut ist. Die Männer, die auf der Baustelle sind, die neue Generation sieht uns nicht mehr ganz so mit so vielen Vorurteilen behaftet. Und daher keine Angst, mutig sein und einfach Spaß haben da draußen. Sehr schön. Gut. In jeder Podcast-Folge mit einem Gast stelle ich immer die Frage nach dem Lieblingsbauwerk und auch von deiner Seite würde es mich jetzt sehr stark interessieren. Was ist denn dein Lieblingsbauwerk und wieso? Ja, mein Lieblingsbauwerk ist das Feuerwehrhaus von Vitra, geplant von Zaha Hadid. Das hat zwei Themen, warum das mein Lieblingsprojekt ist. Erstens, ich hatte unser Büro da mitgearbeitet. Das ist aber nicht der Hauptgrund an der Geschichte, sondern haben eine Zaha Hadid ist eine der bekanntesten Architektinnen gewesen auf der Welt. Und wir hatten eine Handskizze von Zaha Hadid von diesem Feuerwehrhaus, hatte mein Vater. Und diese Skizze hat mich inspiriert, anfangen zu zeichnen. Und das war meine erste Zeichnung, die ich gemacht habe, irgendwie im Sinne der technischen Zeichnungen. Und von dem her ist das tatsächlich mein Lieblingsbauwerk. Sehr schön, sehr cool. Hab's jetzt gerade parallel auch in Google nachgeschlagen. Echt faszinierend. Ja, Zaha Hadid ist ja für ihre sehr ausgefallene Architektur bekannt und echt spannend. Sehr cool. Okay, gut. Melanie, wo können wir denn mehr Informationen über dich finden? Wie heißt denn dein Instagram-Channel? Mein Instagram-Channel heißt melanie.bauingenieurin und da findet ihr mich. Ansonsten über meine Firma haben wir natürlich auch einen Account. Da finden wir immer alles über neueste Projekte. Das ist Maya Berle bei Instagram und ansonsten auf unserer Webseite www.maya-berle.com. Da ist immer alles up to date und ja, genau. Alles klar, super. Melanie, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich für deine Zeit bedanken, auch für das tolle Gespräch. Ich finde, wir haben einen super Input über die Frauen im Bauwesen erhalten und wünsche dir für die Zukunft alles erdenklich Gute und auch ganz viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten.